Gutes Licht unterscheidet Amateurvideos von professionellen Filmen. Wenn du also lernen willst, wie man Licht für Videos setzt, kommst du an der 3-Punkt-Beleuchtung nicht vorbei. Sie ist perfekt dafür geeignet, eine Person vor der Kamera auszuleuchten und wird deshalb zum Beispiel in Interviews eingesetzt. In diesem Video zeige ich dir, wie man ein professionelles 3-Punkt-Licht setzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Du bist neu hier? Dann unterstütze uns mit einem Abo und aktiviere die Glocke, um regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videomarketing und Filmproduktion zu erhalten. Die 3-Punkt-Beleuchtung ist die bekannteste und einfachste Beleuchtungstechnik, die dir trotzdem viele kreative Möglichkeiten bietet. Sie ist ideal, wenn du deinen Videos unkompliziert einen professionellen Look verpassen möchtest. Wie der Name schon sagt, beleuchtest du das Motiv aus 3 verschiedenen Richtungen. Das bedeutet, dass du lediglich 3 Lampen benötigst, um diese Technik anzuwenden. Der wichtigste Einsatzbereich der 3-Punkt-Beleuchtung in Videos sind Interviews mit einer Person vor der Kamera. Wir bei MindNet führen regelmäßig für unsere Produktion Interviews mit den unterschiedlichsten Personen an den unterschiedlichsten Orten durch und haben über die Jahre viele Erfahrungen gesammelt, die ich dir eben auch in diesem Video zeigen möchte. Das Prinzip hinter der 3-Punkt-Beleuchtung ist, dem menschlichen Sehempfinden möglichst nahe zu kommen. Dafür braucht es neben Licht von vorne auch Licht von hinten und eine Aufhellung der entstehenden Schatten. Das Führungslicht oder kurz die Führung, auf Englisch Keylight, ist das Hauptlicht. Es sollte immer das stärkste Licht in deinem Set sein. Durch die Führung wird die Hauptrichtung des Lichts in deiner Szene definiert. Das Führungslicht sollte aus der Richtung kommen, in die die interviewte Person schaut. Es wird seitlich etwa in einem 45-Grad-Winkel zur Kamera ausgerichtet. Je nach Stimmung, die man erzeugen möchte, kann man mit dem Winkel aber auch etwas spielen. Je seitlicher das Licht zum Objekt kommt, desto länger sind die Schatten. Unabhängig von der seitlichen Ausrichtung sollten alle Lichtquellen immer leicht von oben kommen. Damit orientieren wir uns am Licht der Sonne und somit an einer natürlichen Lichtführung. Übrigens, wenn du Brillenreflexionen im Bild siehst, kannst du versuchen, den Winkel des Führungslichts weiter nach außen oder die Lampe selber weiter nach oben zu verschieben. Achte auf jeden Fall darauf, dass Reflexionen, wenn du sie durch Bewegung der Lampe nicht ganz vermeiden kannst, zumindest nicht direkt vor den Augen liegen. Das sieht nämlich sehr unnatürlich aus und lenkt stark ab. Die Aufhellung ist in der Regel das zweite Licht, das du setzt. Es dient dazu, die Schatten im Gesicht aufzuhellen, die durch das Führungslicht entstehen. Man kann auch sagen, sie füllt das Gesicht mit Licht, daher der englische Name Fill Light. Dieses Licht kommt von der anderen Seite der Kamera, ebenfalls in einem 45-Grad-Winkel. Als Faustformel kannst du für die Aufhellung etwa 50% der Intensität einstellen, wie bei deinem Hauptlicht. Wenn du es übertreibst und sie im Extremfall genauso stark einstellst wie die Führung, wirkt das Gesicht flach und unnatürlich. Wenn du sie stärker einstellst als deine eigentliche Führung, kommt im Endeffekt die Führung von der anderen Seite. Je stärker der Kontrast zwischen Aufhellung und Hauptlicht ist, desto dramatischer wirkt das Bild. Man muss die Aufhellung nicht unbedingt mit einem extra Licht umsetzen. In unserem Video Lichtsetzen im Freien, das ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe, zeige ich dir, wie du auch mit Hilfe eines Reflektors das Licht der Sonne zur Aufhellung nutzen kannst. Als Spitzlicht oder Kante bezeichnet man das Gegenlicht, das die Person vor der Kamera von hinten anstrahlt. Es sorgt dafür, dass eine visuelle Trennung vom Hintergrund entsteht und gibt deinem Bild mehr räumliche Tiefe. Die Kante wird in einem Winkel von ca. 45 Grad hinter der Person positioniert, sodass sie gerade nicht mehr im Bild steht und beleuchtet den Hinterkopf und die Schultern des Interviewpartners. Besonders hilfreich ist eine Kante, wenn du eine Person mit dunkler Kleidung oder dunklen Haaren vor einem dunklen Hintergrund filmen willst. Und wenn du, wie wir, in einem komplett dunklen Raum drehst, solltest du zusätzlich noch über eine Beleuchtung des Hintergrunds nachdenken. Du siehst zum Beispiel, wie gerade hinter mir der Hintergrund angeleuchtet ist oder in unserem Beispiel, wie wir auch zum Beispiel mit farbigem Licht arbeiten. Die 3-Punkt-Beleuchtung hilft dir, deine Videos auf ein professionelles Level zu bringen. Probier sie also am besten gleich aus. Du brauchst kein Vermögen für teures Equipment auszugeben. Nutze LED-Panels, kombiniere sie mit Tageslicht oder setz auf Reflektoren. Ein paar Links zu Einsteigerlampen habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich brauchst du für ein gelungenes Interview mehr als nur gutes Licht. Deshalb habe ich dir in unserem nächsten Video die wichtigsten Tipps zusammengestellt, die dir dabei helfen, dich als Interviewer perfekt auf ein Interview vorzubereiten. Darin erfährst du, wie du Fragen stellst, die zu guten Antworten führen, wie du deinem Interviewpartner die Angst vor der Kamera nimmst und vieles mehr. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.